In einigen Details überarbeitet geht der Neil Pride Fly 2 in seine, wie der Name schon sagt, zweite Runde. Die Frontschlaufe hat grundsätzlich eine gute Konsistenz, könnte aber ein klein bisschen größer sein für Menschen mit etwas größeren Händen. Wie schon bei dem in diesem Jahr zuvor getesteten Neil Pride Fly Pro sind die Griffe wirklich exzellent. Die sind hier ebenfalls auch nur zu loben vom Durchmesser, Größe und Form und Funktionalität. Es gibt hier keine störenden Löcher, Kanten oder Ecken oder irgendwelche Stellen, wo man seine Finger durchstecken könnte, wie bei Duotone vergleichsweise. Da kann sich halt Duotone wirklich ein Beispiel nehmen, das ist hier wesentlich schöner ausgeführt. Die Mittelstrut ist deutlich gerader gehalten als beim Vorgängermodell, was auch das Gesamtkonzept unterstützt, hier mehr Spannung in die Trailing Edge zu bringen. Und das Infill-Panel stützt hier die mittlere Profiltiefe des Fly 2 ab und das Ganze ist nach vorne leicht geöffnet. Dann gibt es so kleine Kunststoffteile in der Fronttube eingearbeitet, da wundert man sich mal, was ist das? Das sind kleine Positionshalter, damit die Fronttube der Blätter in der Hülle nicht verrutscht beim B- oder Entlüften. B- und entlüftet wird natürlich weiterhin mit zwei Subventilen, separat Mittelstrut und separat Fronttube. Grundsätzlich ist die Outline fast unverändert, dadurch, dass wir im Fronttube-Segmentbereich zwei Segmente jeweils mehr haben, sprich in den Rundungen der Tipps auch ein anderer Radius vollzogen wurde hier jetzt auch die Trailing Edge, die vorher ein bisschen zu schlaff war bei uns im Test, wurde auch durchgehend sehr gut gestrafft. Und falls da doch nochmal was flattert, hat Neil Pride hier 3 Kunststoffbetten eingesetzt auf jeder Seite. Scheuerfestigkeit wird hier garantiert an den wichtigsten Stellen über ein Kevlar-Material, was großzügig verbaut ist. Interessant auch die Materialkombination hier im mittleren Segmentbereich der Fronttube und Mittelstrut haben wir normales Dacron-Material. Das geht dann zu den Tipps hin über in ein leichteres, aber ebenfalls sehr dehnungsarmes Dacron-Material mit einer höheren Anzahl von Polyesterfäden als Verstärkung. Das hauptsächliche Flugtuch ist hier ein Double Ripstop Material. Nur im Bereich der Abrisskante wird hier ein etwas schwereres und stärkeres Triple Ripstop Material verwendet. Die Anzahl der Fenster wurde vergrößert und nochmal ergänzt um zusätzliche Fenster rechts und links der Mittelstrut. Und bei den Doppelungen im mittleren Bereich der Fronttube, das sieht man hier sehr schön, die wurden nochmal ein Segment weiter nach außen gezogen, um hier noch mehr Steifigkeit zu produzieren. Und nochmal den hausinternen Vergleich halt angewandt. Im Vergleich zum Fly 2 Pro ist der Fly 2 etwas gedrungener, nicht ganz so gestreckt und hat ein etwas tieferes Profil. Das Handling des Fly 2 an Land ist sofort ausgewogen und schön harmonisch. Man merkt gegenüber dem Vorgängermodell, dass die Trailing Edge noch ein kleines Tickelchen jetzt schon besser schwebt. Die Grundcharakteristik, dass wir hier einen Wing haben, der insgesamt halt eher kräftig ist, also der auch einen guten Lift bietet, damit man beim Aufstehen es nicht so schwer hat, sondern dass man da sich ein bisschen unterstützt festhalten kann dran. Und auch das Losfahren auf den Flügel ist einerseits halt bei viel Wind inaktiv halt nur durch die richtige Positionierung des Anstellwinkels gut möglich. Und man merkt halt derzeit wirklich mehr Spannung in der Trailing Edge gegenüber dem Vorgängermodell. Da haben wir viel mehr Response. So kommen wir auch, wenn wir aktiv anpumpen, geht das Ganze nicht ins Leere, sondern wird halt hier direkt in Vortrieb umgesetzt. Dementsprechend ist der Wing jetzt hier besser aktiv sowie inaktiv halt leichter und noch früher auf den Flügel zu bringen. Da beim Fly 2 die Struktur insgesamt etwas weicher ist als beim Fly 2 Pro, ist hier die Frequenz etwas langgezogener zu wählen, um das Optimum beim Anpumpvorgang zu erreichen.
Nochmal sei erwähnt, auch hier beim Fly 2, dass die Griffpositionierung wirklich absolut vorbildlich ist optimal gewählt, man kommt sehr leicht unter den Wing. Die Frontschlaufe kann so angehoben werden, dass der Weg unter den Wing halt schnell frei wird. Wir haben im fliegenden Zustand halt diese Automatik wie beim Fly 2 Pro, dass er halt bei Halsen ganz einfach halt auf die andere Seite schwingt, ohne dass man da irgendwas zutun muss. Zudem ist der vordere Griff so angebracht, dass sich der Wing auch mit einer Hand am vorderen Griff kontrollieren lässt. Bei den gesamten Fahrleistungen, Beschleunigung, Geschwindigkeit, Anwindverhalten schneidet der Fly 2 durchwegs gut ab. Man merkt aber doch ganz klar gegenüber dem Fly 2 Pro, dass dort aufgrund des etwas flacheren Profils und der etwas höheren Festigkeit in der gesamten Grundstruktur des Wings mehr Leistung vorhanden ist. Treten wir aber in den Vergleich mit allen anderen Wings, die aus ähnlich konventionellen Materialien und modern, wie es heute üblich ist, hergestellt worden sind, dann schneidet hier der Fly 2 durchweg gut ab und liefert ein absolut harmonisches und komfortables Flugbild. Die Veränderung des Rahmens, also insgesamt halt eine höhere Festigkeit durch mehr Segmente aus der Fronttube, auch etwas anders vom Radius gestaltet, hat hier dafür gesorgt, dass die Trailing Edge wirklich jetzt auch nicht mehr flattert, was wir im letzten Jahr noch moniert haben. Das Ganze gibt auch in der Welle im geführten Zustand wirklich ein schönes Bild. Die Tip-to-Tip-Balance hat uns beim Fly 2 Pro noch einen kleinen Tick besser gefallen. Hier hat einfach die etwas höhere Streckung, die größere Spannweite, dann ihr Werk verrichtet. Da ist das Ganze noch ein Tickelchen ruhiger, noch ein Tickelchen ausbalancierter, aber nichtsdestotrotz ist es halt auch beim Fly 2 für die Welle wirklich sehr schön und gut geeignet. Mit der guten Geschwindigkeit sind die Leistungen beim Springen natürlich ebenfalls auch gut, aber er gehört jetzt auch zu den Wings, die jetzt nicht so extrem rausboosten wie irgendwelche festeren Alula oder andere Dyneema Fronttube-Gerüste, die dann schon richtig halt progressiv zu Werke gehen, sondern so ein Fly 2 überzeugt eher mit schönen Straight Jumps und mit einer, durch die weichere Struktur, mit einer ganz schönen, komfortablen und guten Hangtime. Mit einem fehlerverzeihenden Flugverhalten bei den Sprüngen lässt es sich am besten beschreiben. Das Ganze dreht halt schnell in Rotation, lässt sich aber gut abfangen und die Strömung reißt einfach nicht ab. Und das ist das, was man auch beim Springen und bei der Landung braucht, dass man da hier oder da immer ein bisschen was hat, wo man sich wieder dran festhalten kann, auch wenn es jetzt nicht hundertprozentig sauber gelandet war oder vom Winkel ganz genau stimmt. Das kann dann der Fly 2 gut von alleine ausgleichen. Das hauseigene Setup mit dem Fly 2 und dem Fly 2 Pro finden wir als wirklich sehr gelungen. Das sind beides gute Allround-Wings. Der eine, der Fly 2, den wir hier im Test haben, ist wirklich halt sehr gut geeignet für den absoluten Einsteiger bis hin zum sportlichen Intermediate Rider, der halt aber alle Sachen gerne auch mal ausprobieren möchte, alles lernen möchte. Und der wird damit auch sehr, sehr weit kommen. Gerade weil jetzt auch kleine störende Faktoren wie beim ersten Modell, die wurden alle egalisiert. Wir haben einen völlig neutralen Wing, der überhaupt keinen Stress macht, der sehr hilfreich ist bei den Startvorgängen, der völlig neutral ist von seinem Steuern, vom Führen, vom Lenken. Der macht keine Zicken, der zappelt nicht rum. Das ist alles einfach und easy bedienbar. Der Widerstand gegen den Wind halt bei Tags und dergleichen ist gering. Bei Halsen hat das Ganze hier fast eine Automatik von der Positionierung. Also es ist wirklich ein eigenständiges, intuitives Flugverhalten, was hier der Fly 2 an den Tag legt. Und das ist wirklich halt sehr, sehr angenehm.
Klar, wem dies von der Performance nicht reicht, der wird dann einfach auch zum Fly 2 Pro greifen, der im Grenzbereich einfach noch mehr Stabilität, noch mehr Leistung produziert, ein ziemlich ähnliches Flugverhalten an den Tag legt. Er setzt das ganze Konzept mehr über Spannweite und flacheres Profil um. Der Fly 2 mehr über ein etwas weicheres, komfortableres Konstrukt mit einer etwas größeren Profiltiefe, was halt die ganze Sache komfortabel und fehlerverzeihend und easygoing gestaltet. Beim Preis, da liegen wir bei den jetzt verwendeten modernen Tüchern bei einem 5 Quadratmeter Wing von diesem Modell bei 1.139 €, was im Marktvergleich dem Durchschnitt entspricht. Für uns eine ganz klar sehr schöne Weiterentwicklung des ersten Modells und mit den Änderungen, die hier vollzogen wurden und dem ganzen Anwendungsbereich, zählt der Fly 2 definitiv halt mit zu der Top-Class der wirklich sehr guten Allround Wings.